Hallo und willkommen zum zweiten Teil unseres Urlaubs in der südlichen Toskana. Abseits der Touristenpfade kommen wir durch malerische Dörfer und besuchen Orte, die noch ein wenig im Dornröschenschlaf liegen. Dabei erlauben wir uns auch einen Abstecher nach Umbrien, genauer an den Lago Trasimeno. Montichiello, die Thermen Bagno Vignoni und Pienza sind die nächsten Stationen. Steigt auf und begleitet uns durch eine der Traumlandschaften Europas. Wir starten an unserem Ferienhaus in Montepulciano und hoffen, dass das Wetter uns heute wohlgesonnen bleibt. Den verkehrsberuhigten Stadtkern umfahren wir auf der Umgehungsstraße. Sogar hier ergeben sich interessante Perspektiven auf den mittelalterlichen Ort. Montepulciano war nicht umsonst Schauplatz einiger weltbekannter Filme, wie zum Beispiel Der englische Patient. Auf der Route liegen zahlreiche kleine Gemeinden, die nie in einem Reiseführer erscheinen werden, aber dennoch charakteristisch sind. Der wahre Schatz dieser Region ist aber die unvergleichliche Kulturlandschaft, die wie in einem Film an einem vorbeizieht. Cortona, eines der zahlreichen Hügeldörfer, müssen wir aus Zeitmangel links liegen lassen. Hannibal besuchte den Ort schon 217 v. Chr., aber nicht in friedvoller Absicht. Der Name des Ortes Ossaia, also Knochen, ist bestimmt kein Zufall. Passignano am Lago Trasimeno liegt bereits in der Region Umbrien. Der ehemalige Fischerort ist heute ein Anziehungspunkt für Urlauber, wurde aber vom Massentourismus verschont. Der Lago Trasimeno ist der größte See Umbriens und der viertgrößte Italiens. Er bedeckt eine Fläche von 128 Quadratkilometern. Nach einem für die Region typischen Mittagessen besichtigen wir kurzentschlossen noch die Altstadt. Teile der alten Festung gehen auf das 5. und 6. Jahrhundert zurück. Die meisten Gebäude stammen aber aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Es ist immer wieder beeindruckend, dass ganze Viertel ihren ursprünglichen Charakter bewahrt haben. Das alte Fischerboot zeugt von der ehemaligen Haupteinnahmequelle der Bewohner.
Brot wurde ortsüblich in Gemeinschaftsöfen gebacken. Auf unserem Rundgang haben wir nur wenige Touristen getroffen. Die Einheimischen werden kaum in ihrer Ruhe gestört. Um nach Castiglione del Lago zu gelangen, müssen wir fast den See umrunden, eine Strecke von 54 Kilometern. Der südliche Teil ist flacher und landwirtschaftlich geprägt. Unser zweites Tagesziel, Castiglione del Lago, hat eine der größten Burganlagen Europas. Die Burg galt nach dem Wiederaufbau im Jahre 1247 als uneinnehmbar. Verantwortlich dafür war Friedrich II. Von Staufen, der letzte Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Heute ist Castiglione das touristische Zentrum am See und bietet neben vielen Sehenswürdigkeiten alle Arten von Aktivitäten an. Die Mauern zählen zu den ältesten Teilen der Festung. Ab und zu sieht man sie noch, eine der Ikonen Italiens. Nach einem letzten Blick auf den schönen See setzen wir unsere Tour fort. Die Straßen sind stellenweise sanierungsbedürftig. Vorsicht ist daher angebracht. Bei einer unserer Touren in Teil 3 werden wir das noch zu spüren bekommen. Eine der schönsten Strecken ist die Strada Provinciale bei Montichiello.
Montichiello ist noch ein Geheimtipp, ein kleiner, hübscher Ort mit nur 200 Einwohnern. Er bietet das typische Flair der toskanischen Hügeldörfer, ohne dass man sich durch Menschenmassen quälen muss. Idyllisch und ruhig ist es hier, eine wirkliche Empfehlung für einen erholsamen und entspannten Tag. Über den Ausblick in die grandiose Landschaft kann man sich ebenfalls nur freuen. Die Pfarrkirche aus dem 13. Jahrhundert hat eine ansehnliche Größe für das kleine Dorf. Das nächste Ziel sind antike Thermen in einem benachbarten Dorf, nur gut 13 Kilometer von hier. An der alten etruskischen Via Termale, der Straße der heißen Quellen, liegt Bagno Vignoni. Das Gebiet ist vulkanischen Ursprungs und hat zahlreiche Thermalquellen, die schon Etrusker und Römer nutzten. Das Quellbecken wird das ganze Jahr über mit warmem Wasser aus den Tiefen der Erde gespeist. Vom Quellbecken aus fließt das Wasser durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem in verschiedene Sammelbecken. Diese Sammelbecken speisten dann an einem Steilhang kaskadenförmig angelegte Wassermühlen. Die schlaue und doppelte Nutzung der heißen Quellen reicht noch weiter als 2000 Jahre zurück.
Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Pienza, deren Altstadt zum Weltkulturerbe gehört. Die Sonne strahlt über Pienza, das sich selbst Città di Luce, Stadt des Lichts nennt. Der Ort wurde als Cosignano erstmals im 9. Jahrhundert urkundlich erwähnt und ist der Geburtsort von Papst Pius II. Pienza liegt mitten im Val d'Orcia, das seit 2004 ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört. Unter den zahlreichen Sehenswürdigkeiten sticht der Dom hervor. Er wurde nach nur 3 Jahren Bauzeit im Jahr 1462 vom Papst Pius eingeweiht. Der Papst sorgte für die weitere Entwicklung der Stadt und gab dem Ort seinen Namen, Pius, was zu Pienza wurde. Nun wird es langsam Zeit, sich auf den Rückweg nach Montepulciano zu machen. Das Motorradfahren ist in dieser herrlichen, sonnigen Landschaft ein unschlagbarer Genuss.
Es ist nun Zeit, Tschüss zu sagen. Wir freuen uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Abonnement von euch. Kostet nichts und motiviert uns. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.